Hi, hier ist Mui von Dr. Plano und in diesem Video zeige ich dir, wie du eine Krankmeldung über die Tauschbörse von Dr. Plano handhaben kannst und wie du den Überblick bzw. auch die Kontrolle behältst über jeglichen Schichttausch deiner Mitarbeitenden. Bevor wir aber loslegen, wenn du es noch nicht gemacht hast, dann schau dir erstmal das Tutorial-Video an, in dem ich erkläre, wie deine Mitarbeitenden in Dr. Plano Schichten tauschen oder eine Krankmeldung machen können. Diese beiden Videos hängen eng zusammen. Legen wir los. Ich logge mich mit meinen Daten ein und schaue wie immer als erstes in meinen Schreibtisch, wo ich die Infos bekomme, die aktuell für mich sehr relevant sind. Hier finde ich auch einen Bereich Tauschbörse und sehe schon 2 Krankmeldungen, die auf meine Bestätigung warten. Ich kann mir die betroffene Schicht von Anna im Kalender anzeigen lassen oder direkt in die Krankmeldung gehen. Ich erkenne übrigens an diesem roten Zeichen, dass ich hier eine Antwort geben muss. Es ist sozusagen ein To-Do-Zeichen, worauf ich besonders achten sollte. Ich klicke drauf und sehe, dass die Krankmeldung von Anna auf eine Antwort wartet. Bekomme nochmal die betroffene Schicht angezeigt und Annas Kommentar an mich. Weiter unten sehe ich, dass nicht nur ich über die Krankmeldung entscheiden könnte, sondern auch mein Kollege Kurt, der ebenfalls als Bereichsleiter für Anna verantwortlich ist. Es reicht natürlich, wenn einer von uns die Krankmeldung bearbeitet. Ich habe hier die Möglichkeit, Annas Krankmeldung abzulehnen, wenn es aus bestimmten Gründen angebracht ist. Ich kann sie einfach nur akzeptieren oder als dritte Option akzeptieren und über die Tauschbörse gleich nach Ersatz suchen. Genau das möchte ich jetzt. Im Folgenden werde ich informiert, dass ich mit diesem Schritt Anna aus der Schicht entfernen werde und dass ich bei der anschließenden Ersatzsuche der Verantwortliche sein werde. Sprich, ich werde darüber benachrichtigt, wenn zum Beispiel die Schicht von jemandem übernommen wird. Ich schicke Anna noch eine Nachricht, dass sie bitte an den Krankenschein denken soll und wünsche ihr eine gute Genesung. Für die Ersatzsuche kann ich meinen Mitarbeitenden eine Frist setzen, bis wann sie antworten sollen. Wenn ich keine Frist setze, läuft die Ersatzsuche so lange, bis die Schicht vorbei ist. Auch hier kann ich meinen Mitarbeitenden einen Kommentar hinterlassen. Besonders komfortabel ist die Möglichkeit, dass ich sogleich für Anna einen Abwesenheitseintrag generiere, der dann im Kalender und in der Auswertung angezeigt wird. Für die Länge des Abwesenheitseintrags kann ich einfach die Schichtzeiten übernehmen lassen oder ich lege sie manuell fest. Außerdem entscheide ich, ob die Abwesenheit bezahlt wird oder nicht. Wenn ja, dann entweder zum Stundenlohn, der in der Schicht hinterlegt ist, oder zu einem Stundenlohn, den ich hier eingebe. Jetzt bin ich mit allem fertig und klicke auf Speichern. Alle berechtigten Mitarbeitenden werden automatisch über meine Ersatzsuche benachrichtigt und ich warte ihre Antworten ab. Übrigens, ich kann auch selbst jemanden krank melden. Mal angenommen, der Hans hat mich gerade angerufen, dass er im Krankenhaus liegt und seine Schicht in 2 Tagen nicht machen kann. Ich will ihm natürlich nicht zumuten, dass er sich im Krankenhaus selbst bei Dr. Plano einloggt und krank meldet. Also übernehme ich das einfach selbst. Dazu suche ich im Kalender Hans Schicht, klicke sie an und gehe dann auf Krankmelden und Ersatz suchen. Den Rest kennst du ja schon. Bevor ich weitermache, fasse ich kurz die Vorteile der Krankmeldung über Dr. Plano zusammen. Eine Krankmeldung muss nicht mehr über E-Mails oder ähnliches erfolgen, sondern passiert genau da, wo du letztendlich auch die planerischen Konsequenzen einarbeiten musst, nämlich in Dr. Plano. Zu diesen planerischen Konsequenzen gehören natürlich die Ersatzsuche, aber auch das Erstellen von bezahlten oder unbezahlten Abwesenheitseinträgen. Das alles kannst du in einem Rutsch über die Tauschbörse erledigen. Noch bequemer und schneller funktioniert es über die Dr. Plano App für dein Handy. So bekommst du nämlich, je nach gewählter Benachrichtigungseinstellung, eine Push-Nachricht auf dein Handy, sobald zum Beispiel eine neue Krankmeldung vorliegt und kannst gleich mit wenigen Klicks die Ersatzsuche anstoßen und die Abwesenheit eintragen, ohne lästige Telefoniererei und von jedem Ort aus, wo du dich gerade befindest. Zum Abschluss dieses Tutorials zeige ich dir noch, wie du den Überblick
bzw. auch die Kontrolle behältst über alle Krankmeldungen, aber auch über jeden Schichttausch deiner Mitarbeitenden. In meinem Schreibtisch werden mir im Bereich Tauschbörse ja nur Fälle angezeigt, die aktuell für mich relevant sind, also wo jemand zum Beispiel auf meine Antwort wartet. Ich habe hier aber auch die Möglichkeit, über diesen Button alle Einträge in der Tauschbörse anzeigen zu lassen. Auf der folgenden Übersichtsseite bestimme ich dann erstmal den für mich interessanten Zeitraum. Zum Beispiel alle Einträge, die sich auf zukünftige Schichten beziehen. In der Übersicht darunter sehe ich auf der linken Seite die Angebote. Das heißt die Schichten, die Hans, Anna und andere loswerden möchten, weil sie krank geworden sind oder eben aus anderen Gründen. Neben dem Angebot sehe ich, ob bereits ein Ergebnis vorliegt. Hier zum Beispiel hat Anna ihre Frühschicht mit einer Spätschicht von Hans getauscht. Den Status der jeweiligen Suche sehe ich natürlich auch und außerdem den Zeitpunkt, wann sich zuletzt etwas bei der Suche getan hat. Passt mir hier ein erfolgter Schichttausch nicht, kann ich jederzeit über diesen Button zu der jeweiligen Schicht springen und die Person wieder aus der Schicht entfernen. Möchte ich noch mehr Kontrolle, dann kann ich in meinen Benachrichtigungseinstellungen angeben, dass ich zum Beispiel über jede neue oder jede erfolgreiche Ersatzsuche informiert werde. So hilft dir Dr. Plano sicherzustellen, dass jeglicher Schichttausch deinen Vorstellungen entspricht und das Ganze ohne zig E-Mails oder den ellenlangen Nachrichtenverlauf in einer WhatsApp bzw. Telegram-Gruppe durchforsten zu müssen. So, jetzt bist du ein Experte in Sachen Tauschbörse und ich hoffe sehr, dass sie dir deinen Betriebsalltag erleichtert. Wenn du mehr nützliche Tipps zu Dr. Plano erhalten möchtest oder unsere Arbeit unterstützen magst, dann like und folge gerne unserer Facebook-Seite. Das wäre fantastisch. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und wünsche dir wie immer fröhliches Planen. Young